Moin, herzlich willkommen hier zu Johns MOBA. Heute wieder mit einem neuen Log-Review. Ich habe was ganz Spezielles für euch und zwar ein Sondermodell der Märklin-Händlerinitiative und zwar die Krücke vom Herrn Kruckenberg. Schienen-Zeppelin, das machen wir heute. Und ich kann euch versprechen, wird ein cooles Video und bevor es euch zu lang wird, legen wir mal direkt los. Also, ich sagte schon, Sondermodell und zwar ein Retro-Sondermodell. Und deswegen haben wir hier einen Retro-Karton. So sieht er aus und als einziges erstes großes Zugeständnis hier zum Retro-Karton haben wir also einen, ja, nicht ganz so schicken Plastikblister hier. Dann kommt unser, ja, Retro-Karton. Also, was sieht man hier? Ein bisschen mehr als bei den neuen Kartons. Ich finde das gar nicht schlecht. Ich könnte mir vorstellen, dass Märklin das ruhig mal öfter machen könnte. Also hier sind ein paar Bilder von dem Modell drauf. Dann haben wir hier so eine, ja, stilisierte Log-Reihe hier nochmal mit dem MHI-Symbol ganz oben. Hier, das sieht wirklich aus wie bei den Retro-Modellen. Ein Bild der Log und die 39777. Und wie öffnen wir das Ganze? Indem wir einfach hier den Deckel hoch machen. Deswegen auch dieser Plastikblister außenrum, damit beim Versand nicht genau das passiert. Ja, weil die meisten von uns das ja heute nicht mehr persönlich abholen beim Händler. Dann gibt es hier nochmal so einen kleinen Hinweistext, wenn man die Lokomotive da rausholt. Und dann haben wir hier schon keinen Blister, sondern Styropor. Und in diesem Styroporkasten liegt dann unser Schienen-Zeppelin. Bei mir ist er ja schon draußen, habt ihr eben gesehen. Ansonsten habt ihr hier noch ein bisschen Plastik und sowas drin. Und die Anleitung muss man ein bisschen suchen. Die befindet sich dann nämlich nochmal wieder einen tiefer. Das ist wirklich so retro wie früher. Und dann haben wir hier Papierkram in der Schachtel. Der ist allerdings nicht retro, der ist neu. Und zwar haben wir hier dann eine Märklin-typisch gedruckte schöne Anleitung und wir haben eine Garantieurkunde und das war es soweit. Also das tun wir mal wieder da rein und wir sprechen mal jetzt über die Anleitung. 39777 die Nummer und wie immer bei Märklin Hinweise, Hinweise, Hinweise und ganz, ganz viele Sprachen in dieser Anleitung. Im Endeffekt haben wir auf Seite 4 die deutschen Inhalte und dann geht es weiter auf Seite 5 mit den schaltbaren Funktionen und dann Seite 20 bis 22, das sind so die Wartungsinformationen. Das ist also das, was ihr an deutscher Anleitung bekommt. Lasst euch also nicht irritieren, der ganze Rest ist international der gleiche Text in verschiedenen Sprachen. Das Wichtigste steht hier aber, die DCC-Adresse 03, die MM-Adresse 60 und dann haben wir die Funktionen, also Spitzensignal, Innenbeleuchtung, Betriebsgeräusch, ja, Geräusch, Sirene, Rangiergang, Propeller, solche coolen Sachen, Geräusch, Schienenstöße. In Summe haben wir hier 12 Funktionen, die schauen wir uns später nochmal an und dann geht das Ganze eben auf Englisch und in verschiedenen Sprachen so weiter. Auf der Seite 22 geht es dann los mit den Märklin-typischen Anleitungen. Das heißt also, Öffnen des Loggehäuses funktioniert hier relativ easy. Und dann geht es weiter mit der ganzen Wartung. Und wie ihr hier sehen könnt, die Profis unter euch wissen, was uns nachher erwartet. Wir haben hier noch die Möglichkeit, tatsächlich den Motor des Triebwagens zu warten, was ja bei den neuen Märklin-Lokomotiven gar nicht mehr geht. Ja, da wird ja gesagt, lasst den bloß in Ruhe. Das geht hier alles, dann soll man das ölen und dann hat man hier nochmal die typische Explosionszeichnung, wo ihr auch schon, sag mal, den Retro-Anspruch ein bisschen wahrscheinlich am Motor sehen könnt. Also im Endeffekt steht alles drin. Wie immer relativ kurz gehalten bei Märklin. Wir packen das mal alles wieder zusammen, dass wir gleich eine schöne Unterlage haben für unseren Schienen-Zeppelin. In Summe muss ich sagen, ist der Retro-Eindruck bei der Verpackung aber definitiv schon mal gelungen.
Gerade wenn ihr jetzt aus der Generation stammt, wo ihr die hier noch in eurer Kindheit habt, ja, da ist das wahrscheinlich schon ziemlich cool, wenn man so einen Karton kriegt, wie damals quasi. Für mich ist das jetzt ein bisschen älter, das ist vor meiner Generation an Modellbahn auch als Kind gewesen. So, und da haben wir jetzt das gute Stück. Schienenzeppelin. So sieht er aus. Ja. Und erstmal, wenn ihr das gar nicht kennt, würdet ihr sagen, was ist denn das? Das ist doch keine Eisenbahn. Ja? Das sieht ja aus wie ein Flugzeug irgendwie mit Propeller hier ohne Flügel. Da fehlen doch einfach nur, das ist doch wie so ein Flugzeugrumpf ohne Flügel. Was soll denn das auf der Schiene? Und das ist genau die große Fragestellung, die sich viele Leute gefragt haben, auch schon, wo das Original entwickelt wurde. Und bevor wir uns jetzt mal auf das Modell hier wirklich einlassen, gehe ich mit euch jetzt mal in das Thema Historie rein. Was muss man dazu wissen? Schienenzeppelin ist, glaube ich, eins der Modelle, was, wenn man es googelt, mehr über die Historie des Originals aussagt, als über das Modell. Bei ganz, ganz vielen anderen Lokomotiven ist es so, dass ihr ganz, ganz viele Informationen bekommt zu Herstellern, Pico, Brava, Märklin, ESO, Co., die die Lokomotiven hergestellt haben als Modell und ihr könnt die kaufen und so weiter. Und dann müsst ihr ein bisschen suchen oder geht über Wikipedia und findet Informationen zum Original. Beim Schienenzeppelin ist es quasi andersrum. Und wenn man weiß, dass davon nur eins gebaut wurde von diesen Fahrzeugen, und zwar dieser eine Proto-Versuchskörper, nenne ich es mal, ist das schon beeindruckend, dass das einen so großen Anklang findet. Und so böse das jetzt klingt, ich sagte vorhin so eingangs, die Krücke von dem Herrn Kruckenberg. Und ich glaube, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass der Herr Kruckenberg das da als das bezeichnen würde, wo er vielleicht wirklich den größten Stolz drauf hatte in seinen Ingenieursleistungen. Ja? Also kommen wir mal so ein bisschen zum Original. Das Schienenzeppelin wurde entwickelt 1929, 30 in Deutschland von einem Unternehmen unter der Leitung des Ingenieurs Franz Kruckenberg. Der Franz Kruckenberg kam eigentlich aus der Luftfahrtindustrie, hat da speziell bei seinem letzten Arbeitgeber in der Zeppelin-Konstruktion als Ingenieur gearbeitet. Das war also ein Ingenieur, ein Konstrukteur, der 1928 dann aus seinem quasi Angestelltenverhältnis raus ist und ein eigenes Unternehmen gegründet hat, um seine Vision umzusetzen. Und seine Vision zu dem Zeitpunkt war eben ein schneller Verkehr von Triebwagen zwischen Großstädten auf der Schiene. Und dafür hat er ein Unternehmen gegründet, was einen sogenannten Flugbahnwagen entwickeln sollte. Das war natürlich einerseits war als Ingenieur auch visionär, muss man ganz klar sagen. Andererseits war das aber auch der Zeitgeist. Also warum sage ich, das war der Zeitgeist? Wir sprechen hier Ende der 1920er, Anfang der 1930er sowieso von einer extrem, sag ich mal, ereignisgeladenen Zeit, gerade in Deutschland. Also wir haben eine Weimarer Republik, die demokratisch an ihre Grenzen stößt. Wir haben auf der anderen Seite extreme Tendenzen politischer Natur von rechts und von links, die sich dort wirklich immer weiter herauskristallisieren, eben bis 1933. Wir haben dann zusätzlich dazu wirtschaftlich massive Probleme, einerseits durch Weltwirtschaftskrisen, andererseits durch Reparationszahlungen aufgrund des Versailler Vertrages. Dazu haben wir noch gesellschaftliche Umbrüche in Deutschland, speziell durch quasi die Abschaffung des Adels. Zusätzlich kamen dann noch solche Sachen wie Frauenwahlrecht dazu. Also, da war viel los. Dann haben wir die wilden 20er gehabt und wir haben technisch riesige Sprünge. So, und in dieser Zeit bewegen wir uns gerade und da gab es dann so ein Credo, das war dieses höher, schneller, weiter. Damals war technisch unglaublich viel möglich. Also der Erste Weltkrieg hatte so im ganzen Bereich der Verbrennungsmotoren, Technologie und Entwicklung
riesige Schritte ermöglicht, ganz, ganz viele Dinge hinzugefügt zu dem, was man so überhaupt sich vorstellen konnte, auch vielleicht als Mensch. Dazu kam noch, dass speziell in Deutschland das ganze Thema Nationalstolz natürlich maximal gelitten hatte durch die Schmach des Ersten Weltkriegs, durch quasi das Verlieren des Großen Krieges. Heißt, man hat sich natürlich in gewisse Dinge auch so ein bisschen reingesteigert. Und da war so dieses Thema deutsches Ingenieurswesen und auch deutsche Kreativität, also Bauhaus zum Beispiel. Die wurden so ganz, ganz groß gehandelt und auch ein bisschen gehypt. Also anders als heute, wo man vielleicht jetzt einen Wissenschaftler jetzt nicht unbedingt so hypt. Und das war damals anders. Da hat man Ingenieure, Ingenieurtum, aber auch Wissenschaft im Sinne von Forschung an Röntgenstrahlung und solchen Sachen. Das hat man anders betrachtet. Das heißt, das war so der Traum vielleicht auch von kleinen Jungs, dass man mal so Ingenieur wird oder sowas. Ja. Das war auch die Zeit, wo die Ingenieure noch in diesen weißen Kitteln rumgelaufen sind. So, und in dieser Zeit hat sich dann der Franz Kruckenberg, nachdem er mit Luftschiffen eben nichts geworden ist, Weltwirtschaftskrise, ja, Luftschiffe waren halt nicht mehr so das Nonplusultra, überlegt, wie kann man denn jetzt diesen steigenden Bedarf und auch diesen Zeitgeist höher, schneller, weiter auf die Eisenbahn übertragen. Die Eisenbahn hatte zwei Probleme zu dem Zeitpunkt. Und zwar im Nahverkehr und im Fernverkehr. Im Nahverkehr, da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Und zwar hatte man im Nahverkehr das ganz große Problem eben durch Verbrennungsmotoren, LKWs und PKWs. Das heißt also, da wurde die letzte Meile, die letzten 50, 100 Kilometer auch schon in den 1930ern und in den 1920ern zunehmend eben vom Straßenverkehr übernommen und von der Schiene abgelöst. Weil es halt schneller war, weil es halt bedarfsgerechter war in vielen Fällen und weil es günstiger war oft. Im Fernverkehr, da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, zumindest hier auf dem Kanal. Da gab es auch einen Druck auf die Eisenbahn. Und zwar in Form von Geschwindigkeit. Flugzeuge. Filmstars, hohe Politiker, große Wirtschaftsbosse, die haben sich in den 20ern und 30ern gerne mit Flugzeugen gezeigt oder sind gerne auch mit Flugzeugen gereist, wenn man das denn sich leisten konnte. Das war so, einerseits war es recht risikoreich noch und nicht ganz so zuverlässig, dafür aber bis zu 10-mal schneller als eine Eisenbahnstrecke im Vergleich, die ja immer wieder stoppen musste durch Bahnhöfe und dann auch im Endeffekt langsamer war. Das heißt, man konnte eine Strecke jetzt zum Beispiel irgendwie von Köln nach Berlin mit dem Flugzeug in 2 Stunden vielleicht machen, die man andersrum mit der Bahn schon quasi an einem ganzen Tag befahren musste. Da hat man schon einen halben bis dreiviertel Tag dann mit der Bahn gebraucht. Die Geschwindigkeiten der Eisenbahn waren also noch viel geringer. Die der Flugzeuge auch, aber im Verhältnis war ein Flugzeug mit 250 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit oder 200 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit eben viel, viel schneller als eine Eisenbahn mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von vielleicht 60, 70, ja, durch die ganzen Stopps und diese ganzen Sachen. Das heißt, man hatte im Fernverkehr auch eine gewisse Konkurrenz, nicht für die Masse an Menschen, aber für eine zunehmende Zahl, und zwar so die oberen 10%. Und diese oberen 10% waren eine sehr prestigeträchtige Klientel. Das heißt, ich habe einen Erste-Klasse-Wagen, ich habe einen Superspeisewagen mit einem tollen Service, diese ganzen Sachen, solche wirklich hochwertigen Angebote in der Eisenbahn gehabt für diese oberen 10% an Gästen. Und diese oberen 10% an Gästen, die drohten jetzt abzuwandern, weil eben die oberen 1%, Filmstars, höchste Politiker und so weiter, mehr aufs Flugzeug umgestiegen sind. War zwar viel teurer, aber war viel exklusiver. Das heißt, ich habe diesen Druck. Und jetzt ist die Frage, wie schaffe ich es, diese 10% bei mir zu halten? Die Eisenbahn war zu dem Zeitpunkt auf Langstrecke das Standardverkehrsmittel, so wie heute ein normales Verkehrsflugzeug das Standardverkehrsmittel ist auf einer Langstrecke. Einen ähnlichen Effekt hatte man später auch bei den großen
oder Transozeanschiffen. Also nicht den Kreuzfahrtschiffen, die gab es damals in dem Sinne, in dem Maße auch noch nicht, sondern damals war es zum Beispiel noch Standard vor dem Zweiten Weltkrieg, dass man über den Atlantik von eben zum Beispiel auch Hamburg, wenn man wollte, in Deutschland oder normalerweise öfter wahrscheinlich irgendwo aus England oder von der Kanalküste aus Frankreich bis nach New York rüberfahren konnte. Und das war der Standard. Da ist man nicht geflogen. Da gab es eigentlich bis 1927, glaube ich, mit Charles Lindbergh, gab es gar nicht die Möglichkeit, mit dem Flugzeug den Atlantik zu überqueren eigentlich. So. Und in der Phase sind wir jetzt. 1928, ein Jahr nach dieser Atlantiküberquerung, fängt Franz Kruckenberg an, das hier zu bauen. Eine Grundidee dahinter ist, ich möchte eben diesen 10% die schnelle Möglichkeit geben, auf der Schiene von A nach B zu kommen. Warum auf der Schiene? Weil die erstmal schon da sind, weil sie sicherer sind als Fliegen, zumindest hinsichtlich Wetter komme ich an. Und weil ich natürlich auch die gesamten 10% damit transportieren kann. Mit dem Fliegen war das zum damaligen Zeitpunkt einfach unrealistisch, weil man gar nicht so viele Plätze hatte an Bord. Also mit einem Flugzeug, was vielleicht 10, 12 Sitzplätze hat, kann ich eben 10 Personen transportieren. Aber wenn ich einen Bedarf habe an oberen 10% von mehreren hundert am Tag, was ja auch Geschäftsreisen dann umfasst und solche Seite, kann ich das mit dem Flugzeug in den 30ern noch nicht machen. Der Franz Kruckenberg hatte also die Idee, kann ich das Flugzeug auf die Bahn bringen? Deswegen Flugbahnwagen. Und was hat er dafür sich überlegt? Man nehme eigentlich einen stromlinienförmigen Flugzeugrumpf ohne Propeller und setze den auf die Schiene mit Propeller am Heck. Also Flugzeuge haben ja normalerweise einen quasi Propeller, der zieht. Hier haben wir einen Propeller, der drückt, deswegen wird er auch in der Regel Luftschraube genannt. Und schon haben wir eigentlich ein ganz cooles Konzept. Wir haben ein Flugzeug auf die Schiene gebracht. Also im Endeffekt ist das vom Gedanken her relativ einfach erstmal. In der Umsetzung war es natürlich dann deutlich schwieriger. Was hat sich noch unterschieden? Nicht nur die Form und Idee. Grundsätzlich Eisenbahn zeichnet sich dadurch aus, dass sie eben viele Wagen ziehen kann, so eine Lok. Deswegen relativ schwer sein muss und relativ stark gebaut, weil große Kräfte auf diese Lokomotive wirken. Mal davon abgesehen hat so eine Dampflok auch an sich einfach schon immer ein sehr hohes Gewicht gehabt durch die Art der Konstruktion, den Kessel, was da alles benötigt wurde. Da spricht man Anfang der 30er Jahre, wenn eine ordentliche Personenzuglokomotive für die Fernstrecke schon von um die 100 Tonnen vielleicht. Plus Zug, der ja auch nochmal mehrere 100 Tonnen wiegt. Der Schienen-Zeppelin, wie er später genannt wurde, eigentlich Flugbahnwagen. Also der Flugbahnwagen hat in Summe noch nicht mal 20 Tonnen auf die Waage gebracht damals. Also ein Fünftel einer ordentlichen Personenzuglokomotive. Hat dann hier planmäßig 40 Sitzplätze gehabt, plus hier vorne ein Fahrer. Hier hinten ein Flugzeugmotor, der eben auf diesen Propeller wirkte oder die Luftschraube. Können wir jetzt mal hier als Synonym verwenden in dem Video. Und das ist die Grundidee. Das Ganze war ein absoluter Reinfall und deswegen ist es auch lustig in gewisser Weise, dass das heute als so ein ikonisches Modell gehandelt wird, denn der Franz Kruckenberg hat viele tolle Sachen entwickelt. Wenn wir uns seine Story angucken, was hat er eigentlich in Summe gemacht? Nach diesem Schienen-Zeppelin war er erstmal maßgeblich daran beteiligt, ein Drehgestell mit Antrieb, mit hydraulischem Getriebe und entsprechender Federung zu entwickeln, was in ganz, ganz vielen Triebwagen mit zum Einsatz kam. Und er hat noch bis in die 1950er, 1960er rein in Deutschland Eisenbahnentwicklung betrieben. Er war am Ende sogar an dem Konzept und an der Entwicklung der sogenannten Trans-Europe Express-Züge, also dieser TEE, beteiligt. Das heißt also, da gab es ja spezielle Triebwagen, dieser VT Senator. Vielleicht kommt euch diese Nase bekannt vor, ne?
Da war er auch dabei. Heißt also, der hat viele coole, richtig tolle Sachen gemacht und hat natürlich auch so ein bisschen rumprobiert in seinem Leben. Und das hier gehört eigentlich in die Kategorie, er hat rumprobiert. Denn wenn man sich das Ganze hier anguckt, ich habe es ja eingangs gesagt, es ist super dokumentiert. Und ich lasse euch jetzt mal hier so ein Video laufen von den Testfahrten, von den Versuchsfahrten, denn es gibt eine Sache, die hat dieser Schienen-Zeppelin geschafft und deswegen wird er auch in gewisser Weise so abgefeiert, und zwar einen Geschwindigkeitsrekord. Und zwar einen Geschwindigkeitsrekord, der 24 Jahre lang Bestand hatte. Der wurde aufgestellt auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin. Die ist nämlich relativ glatt, ohne Steigungen, sie ist relativ gerade und ermöglichte es damit wirklich einen Geschwindigkeitsrekord überhaupt aufzustellen. Das waren 230,2 km/h, die erreicht wurden damals. Und er sagte, ja, 230,2, das schaffe ich mit meinem Wagen auf der Autobahn, linke Spur, mit gib ihm auch. Wir müssen jetzt mal ein bisschen überlegen, was waren denn Geschwindigkeiten, von denen man damals so gesprochen hat. Ich habe es ja schon mal gesagt, 60 km/h war so eine Schnellzug-Durchschnittsgeschwindigkeit von A nach B ungefähr. 230. Ich habe mal ein paar Modelle mitgebracht. Dieses Flugzeug hier ist so ein typischer Kampfflieger um 1930. Doppeldecker, Weiterentwicklung aus dem Ersten Weltkrieg, aber immer noch Doppeldecker, besserer Motor, um die 500 PS. MG ist eingebaut, ist jetzt hier ein Modell aus Großbritannien, aber das macht keinen Unterschied. Ungefähr so sahen die aus, die Kampfjäger. Die hatten Einsatzgeschwindigkeiten um die 300 km/h. 300. Wenn wir jetzt mal sagen, heute so ein Kampfjäger, was hat der? 2000 km/h ungefähr? Ja? Also das sind so 300 km/h ungefähr. Wenn wir jetzt ein größeres Flugzeug nehmen, zum Beispiel eine Ju-52, kennt ihr mit diesen 3 Motoren. Die wurde in einem ähnlichen Zeitraum entwickelt wie unser Schienen-Zeppelin hier. Die hatte eine Höchstgeschwindigkeit von 265 km/h. Die Boeing DC-2, die auch zeitgleich ungefähr entwickelt wurde wie dieser Schienen-Zeppelin, hatte eine Höchstgeschwindigkeit oder eine Reisegeschwindigkeit auch von um die 300. 230. Würde bedeuten, übersetzen wir mal, was damals passiert ist. Man hat einen Flugzeugmotor genommen, hat keine Flügel rangebaut, ist auf die Schienen gesetzt. Um die Standard-Transportmittel auf der Hochgeschwindigkeitslangstrecke zu ersetzen. Stellt euch mal vor, heute würde jemand eine Rakete mit Personensitzplätzen versehen, um das Ganze möglichst schnell zum Beispiel von Hamburg oder von Frankfurt nach New York fliegen zu lassen. Und zwar mit einer Geschwindigkeit von 4000 km/h. Würdet ihr erstmal sagen, das ist interessant, das Konzept. Das ist interessant. Ja? Ob sich das durchsetzt, eine andere Frage. Bezogen jetzt auf die Eisenbahn, wenn wir sagen, wir bleiben mal beim Thema Eisenbahn und sagen, es würde eine vergleichbare Entwicklung heute geben, die ein wie auch immer geartetes Objekt auf Geschwindigkeit von Reiseflugzeugen bringt, wisst ihr selber jetzt, was das bedeutet. Dann nimmt man einen Airbus- oder Boeing-Rumpf, setzt hinten einen Flugzeugturbinenmotor, wie sie heute verbaut sind, drauf, schickt das Ganze auf die Schiene und erreicht auf der Strecke zwischen Hamburg und Berlin eine Geschwindigkeit von ungefähr 950 km/h. Jetzt fühlt ihr euch so wie derjenige, der das damals in der Zeitung gelesen hat. Zumindest, wenn ihr jetzt Technik begeistert seid, sagt ihr, wow, Hammer. Wenn wir das jetzt hinbekommen, das richtig umzusetzen, ist das die Revolution in der Eisenbahn, wenn wir da 900 km/h fahren können. Die meisten von euch werden jetzt ein bisschen skeptisch sein und ich glaube, das war auch damals so, weil da ja natürlich eine gewisse Gefährdung auch der Umwelt draußen entsteht. Wenn ihr euch vorstellt, ihr sitzt in eurem Auto am Bahnübergang und dann kommt da ein Airbus mit 900 km/h vorbeigeflogen. Prost Mahlzeit.
Das ist übrigens auch das Gefühl, was damals der Bauer auf dem Kutschbock hatte, wenn ein Schienenzeppelin mit 230 km/h an ihm vorbei donnerte. Das ganze Konzept, ich will es nicht kleinreden, da steckt eine Riesenentwicklung hinter. Das ist vom Aufbau her mit Aluminiumstreben, die hier verbaut wurden. Gibt es auch tolle Bilder und sowas, aber die sieht man hier auch so ein bisschen. Und dann einer Bespannung im Endeffekt wie beim Flugzeug damals aus Stoff, die dann entsprechend silber eingefärbt wurde, wie hier. Ja, das ist hier auch silber eingefärbte Stoffbespannung in dem Flieger. Das ist ingenieurstechnisch schon wirklich eine richtig tolle Leistung gewesen. Allerdings vom Konzept her halt überhaupt nicht einsetzbar. Das eine war eben die Gefährdung der Umwelt. Einerseits durch diese Geschwindigkeit, die niemand einschätzen konnte, die ja auch nicht einsetzbar wäre auf einer normalen Strecke. Also überlegt euch mal, ihr habt dann einen normalen Zug, die fahren getaktet, alle mit ihren durchschnittlich 60 km/h, zwischendurch auch mal 120 oder so, aber durch die Stopps. Und dann wollt ihr auf der gleichen Schiene mit über 200 km/h einen Schienenzeppelin durchschicken. Das heißt, ihr müsst ja auf der Strecke erstmal diesen Freiraum schaffen, also Züge ausfallen zu lassen, um diesen Schienenzeppelin da lang zu schicken in der Geschwindigkeit. Unpraktisch und nicht wirklich praxisnah. Hätte man vielleicht nachts machen können oder so. Dann dieses drehende Ungetüm da hinten dran. Schaut euch das mal an, das Modell ist da sehr vorbildnah, wie viel Abstand ihr hier am Rand habt gerade, deswegen steht er da super. Ja, hier gar keinen, also der geht ins Lichtraumprofil rein, der Propeller. Was ist denn am Rand von diesem Lichtraumprofil am Bahnhof zum Beispiel? Da ist ein Bahnsteig, wo Menschen stehen. Wenn man jetzt in dem Bahnhof anhält, okay. Ja, dann weiß man vorher, Zug kommt oder Zug fährt aus, kann man Platz schaffen. Bei den Durchfahrten gab es da durchaus Probleme. Und zwar aus zwei Gründen. Und zwar einerseits war hier der Motor mit einer leichten Winkelung nach oben angeordnet, sodass er nicht nur nach hinten gedrückt hat, sondern so schräg nach oben weg, ungefähr in diesem Winkel. Heißt aber, dass die ganze Luft, die hier hinten so weggeschoben wird, wird hier seitlich angesaugt, neben dem Wagen, über dem Wagen, aber auch neben dem Wagen. Und hier neben dem Wagen auf dem Bahnsteig stehen dann zum Beispiel Kinder oder so. Und ihr fahrt da so mit 200 mit entsprechendem Luftstrom durch. Das nächste ist dann, dass auf freier Strecke hier natürlich neben der Bahn auch Dinge sind. Und es wurden eben auch Steine und Ähnliches hier hinten dann mit entsprechender Geschwindigkeit von dem Propeller rausgeblasen und haben auch natürlich dann die Umwelt gefährdet. Also ein Konzept, was wahrscheinlich jetzt heute keine Zulassung bekäme, um überhaupt getestet zu werden. Wenn ihr jetzt mit einer Turbine mit 900er über die Eisenbahnstrecke heizen wollt. Ja. Übrigens auch 1930 gab es ein großes Problem für den Herrn Kruckenberg, und zwar konnte er das erst gar nicht testen auf Strecken der Reichsbahn, denn es gab keine Versicherung, die bereit war, sein Konzept zu versichern, weil die Leute damals natürlich das, was ich euch gerade erklärt habe, sich auch denken konnten. Und wenn die das einmal live gesehen haben, gesagt haben, naja, wenn du damit jetzt durch den Bahnhof fährst und da steht eine Schulklasse, was machst du denn dann? Das heißt, sie haben tatsächlich dann erst eine Versicherung in England gefunden, und zwar Lloyds, die wahrscheinlich einfach groß genug sind, dass sie gesagt haben, ja gut, wir können das Risiko schon tragen, die das Ganze dann versichert haben. Sonst hätte man das auch in Deutschland auch 1930 gar nicht testen können. Tatsächlich hat es für diese Voraussetzungen verdammt gut funktioniert. Man hat damit Versuchsfahrten durchgeführt und weil man eben damals so technikbegeistert war, höher, schneller, weiter, haben sich eben auch sehr, sehr viele Leute für dieses Konzept begeistert, die vielleicht so den praktischen Nutzwert vielleicht gar nicht mal an die erste Stelle gestellt haben, sondern gesagt haben, deutsche Ingenieurskunst, wir schaffen solche Dinge. Allein die Tatsache, dass wir jetzt diesen Geschwindigkeitsrekord aufgestellt haben mit 230 km/h, was wirklich weit weg war von allem, was Eisenbahnen zu dem Zeitpunkt schafften, und zwar im ernsthaften Betrieb, ja, muss man sagen, das ist schon beeindruckend. Auch der Durchschnitt. Die Strecke Hamburg-Berlin hat der befahren mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 157. 1 Stunde 53, das ist das, was, glaube ich, heute der ICE auch im Regelfall braucht.
1930 gab es Technik, die es geschafft hat, genauso schnell wie der ICE zu fahren. Ja, also in dem Sinne, für den Geschwindigkeitsrekord kann man sagen, absolut Daumen hoch, das war eine Mega-Leistung. Da das Ganze aber damals nicht gebaut wurde, um Geschwindigkeitsrekorde aufzustellen, sondern als Idee für ein zukünftiges Verkehrskonzept, muss man sagen, war das leider ein totaler Reinfall. Und das zeigt auch ein bisschen die Geschichte dieses Versuchswagens hier. Ja, der wird gehypt, aber tatsächlich hat er gar nicht so eine glorreiche Geschichte gehabt. Also der wurde 1931 eben in dieser Konfiguration mit Propeller hinten, mit 4-Blatt- oder 2-Blatt-Propeller ausprobiert in verschiedenen Einsatzszenarien. Es wurden Versuchsfahrten durchgeführt in Norddeutschland eben. Die quasi Stammstrecke ist hier bei Hannover gewesen. Bei mir in der Region hier, wo der Herr Kruckenberg das eben ausprobiert hat, bevor er dann quasi so seine Deutschland-Tour, zumindest in Norddeutschland, gemacht hat. Für die wirklichen Rekordfahrten war hinten ein 2-Blatt-Propeller. Der soll bei hohen Geschwindigkeiten noch ein bisschen besser gewesen sein. Aber den gab es eben auch mit 4-Blatt-Propeller. Interessant ist, neben der Historie übrigens auch der Verbrauch, fällt mir gerade noch ein. Und zwar gab es Tests, die haben gesagt, auf 100 Kilometer 60 Liter. Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von eben knapp 160, also das, was man da zwischen Hamburg und Berlin gefahren hat. Ich finde, das ist echt wenig. Also 100 Kilometer mit 60 Liter Treibstoff, Kerosin, damals bedeutet Oktan 87 plus, also normales Super heute hätte da vollkommen gereicht. Auch normal bleifrei wäre gut angekommen, wobei bleifrei nicht, aber normal Benzin wäre gut angekommen damals bei dem Motor. Das war damals von der Qualität her das Flugbenzin. Ja, davon 60 Liter auf 100 Kilometer, um 20 Tonnen Eisenbahn zu bewegen, ist für mein Gefühl jetzt gar nicht mal so viel. Also ich finde, das klingt jetzt erstmal wenig. Die echten Eisenbahner unter euch, die können ja vielleicht mal schreiben, was so ihre Dieselloks verbrauchen im Verhältnis dazu. Ja, wenn sie alleine fahren, das wäre wahrscheinlich so vergleichswert. Ja. Aber von der Story her muss man sagen, das Ganze war wirklich nicht erfolgreich. Man hat diese Versuchsfahrten durchgeführt, hat dann festgestellt, mit dem Propeller hinten, das ist ja, gefährlich. Man hat keine Möglichkeit, die Kapazität zu verändern, weil man kann nichts koppeln bei diesem Konzept durch diese Stromlinienform, weder vorn noch hinten. Ein weiteres Problem war, dass durch den Propeller hinten und hier vorne den einen Führerstand war es nicht möglich, rückwärts zu fahren. Allein schon aus, sag ich mal, Sicherheitsgedanken, weil man hat keinen Lokführer, der was sehen kann. Technisch aber auch nicht. Also man kam gar nicht in die Verlegenheit. Das heißt, es gab zusätzlich zu dem Flugmotor hier hinten, gab es einen E-Motor, der eben dann auf die Achse gewirkt hat und dann damit das zumindest rangieren konnte, rückwärts. Aber um eben in die andere Richtung zu fahren, musste man tatsächlich entweder an einer Drehscheibe oder an einem Gleisdreieck den Wagen hier wirklich komplett wenden. Ist im Vergleich zu anderen Lokomotiven, die eben auch mal rückwärts fahren können, wirklich dann nachteilig, muss man ganz klar sagen. Also der hatte so dann mal eine ganze Reihe von Dingen, die nicht funktioniert haben. Das Einzige, was funktioniert hat, war die Geschwindigkeit mit Nebeneffekt ganz coolem Verbrauch. Ja, das waren die einzig positiven Sachen. Man hat dann 1932, nachdem man das festgestellt hat, das ganze Teil wieder zerlegt und hat gesagt, wir gehen rüber zu einem konventionellen Antrieb. Also der Propeller hat jetzt nicht den Vorteil gebracht, den man sich erhofft hat. Und dafür hat man dann den Motor hier vorne eingebaut. Gleicher Motor, einfach nach da vorne. Und dann brauchte man eben ein Drehgestell, was tatsächlich dann eben die Energie auf die Schiene bringt. Und da kam dann dieses Drehgestell, was ich eingangs meinte, zum Einsatz. Wenn ihr euch jetzt hier das Modell anguckt, da seht ihr es, hier ist auch ein Drehgestell verbaut, vorne und hinten. Das ist auch der Hauptkritikpunkt an dem Modell, aber da kommen wir gleich mal zu, den viele äußern, also nicht meiner, aber von vielen. Im Original hatte das Ganze nämlich zu dem Zeitpunkt, wie ihr hier in dem kleinen Z-Modell seht, jeweils nur vorne und hinten eine Achse. Ja, also das Ganze wurde dann 1932 umgebaut und was hat man als nächstes gemacht?
Man hat dann festgestellt, das ist auch nicht so cool. Man hat dann noch einen neuen Motor eingebaut und man hat das Fahrzeug selbst an die Reichsbahn verkauft für einen Preis von 10.000 Reichsmark für weitere Versuchsfahrten. Klingt erstmal viel, ne? Ich habe mal geschaut, der durchschnittliche Arbeiter hat 1930 verdient im Monat 188 RM, Reichsmark. 188. Der hätte 53 Monate arbeiten müssen, um sich für 10.000 Reichsmark diesen Schienenzeppelin quasi zu kaufen. Also 53 Durchschnittsmonatsgehälter. Um das mal auf heutige Werte quasi umzumünzen, was der Herr Krokenberg für seine Arbeit bekommen hat. Das heutige Durchschnittsgehalt über Angestellte und Arbeitnehmer in Deutschland, jetzt 2020, letzter Wert, war 3.975 € brutto pro Monat. Durchschnitt über alle. Ja? Wenn wir jetzt mal sagen, das sind Angestellte und Arbeitnehmer, ich habe den Wert von Arbeitern von 1930 nur gefunden, also ist wahrscheinlich für Arbeiter das ein bisschen niedriger, vielleicht 3.000, nur mal so angenommen. Ja? Also 3.000 brutto. Mal 53 komme ich auf einen Wert von ungefähr 160.000 €. Bei den 3.975 komme ich mal 53 auf einen Wert von 220.000 €. Der Herr Krokenberg hat also für seine 2 Jahre Arbeit oder 3 Jahre Arbeit von 1928 bis 1932 durch den Verkauf an die Reichsbahn irgendwas zwischen umgerechnet 160 und 210.000 € im Kaufwert, also dem, was er damit anfangen konnte, damals bekommen. Das ist ziemlich erfolglos. Also wenn ihr euch überlegt, ihr seid ein Top-Ingenieur, ihr baut 3 Jahre lang an so einem coolen Teil und ihr bekommt da am Ende dann 160.000 € für oder 200.000 € für. Ihr müsst ja überlegen, ein Ingenieur hat ja damals auch schon entsprechend mehr verdient als der Durchschnitt. Insofern mit Materialaufwänden und was er einem hatte, ist das jetzt, glaube ich, wenn überhaupt, vielleicht kostendeckend für das Material gewesen, dass er jetzt nicht mit Schulden aus der ganzen Aktion rausgegangen ist. Man hat das Ganze dann abgestellt, es stand in Berlin rum bis 1939 und wurde dann tatsächlich aus Platzmangel verschrottet. Man hat geguckt, die Außenhaut war ja hier komplett aus Stoff, hatte ich ja gesagt, bespannt über den Alustreben. Die war so kaputt 1939, da hat man sich gesagt, naja, also vor Kriegsbeginn, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr ins Museum stellen, das Teil, weg damit. Und da hat man tatsächlich 8 Jahre nach der Rekordfahrt, wo der Rekord noch bestand, 24 Jahre, wie gesagt, hat man das Teil einfach weggeschmissen. Nachdem man es eben 8 Jahre vorher oder 7 Jahre vorher von dem Entwickler gekauft hatte für einen Spottpreis. Also insofern, ich teile jetzt nicht die Meinung vieler, dass das Ding ein voller Erfolg war. Ich sage, das war ein voller Misserfolg, finanziell wie inhaltlich, bis auf den Rekord. Den kann man dem Schienenzeppelin zugestehen. Und ich glaube, der Herr Krokenberg wäre viel besser, wenn man sich an ihn erinnert, primär aufgrund zum Beispiel des Senators als Triebwagen später oder auch den fliegenden Hamburgern und allen diesen ganzen tollen, modernen, schnellen Triebwagen, die er mitentwickelt hat. Naja, meine eigene Meinung. Würde mich mal interessieren, was ihr dazu denkt. Haltet ihr so einen Schienenzeppelin jetzt für einen Erfolg oder nicht? Apropos Erfolg oder nicht, es geht ja eigentlich um das Retro-Modell hier. Ne? Und da kümmern wir uns jetzt mal ein bisschen drum. Und zwar gibt es immer einen ganz großen Kritikpunkt, den ich an vielen Stellen gelesen habe. Und zwar, dass Märklin dieses Schienenzeppelin hier mit 4 Achsen rausgebracht hat. Also das eine ist, es ist nur in Teilen nicht vorbildgerecht. Also ihr könnt hier hinten einfach den Propeller abmachen und dann habt ihr zumindest hier vorne ein Drehgestell, was vorbildgerecht ist. Denn ab 1932 gab es hinten keinen Propeller mehr, aber das blieb alles optisch so, wie es war. Und hier vorne ein Drehgestell. Dann hätten wir nur noch hier hinten das Problem. Da das hier ein Retro-Modell ist, muss man sagen, das war schon in den 70ern so, also haben sie es heute auch wieder so gemacht, Haken dran. Ich glaube, dass man heute rein technisch schon in der Lage wäre, ein nur 2-achsiges Schienenzeppelin auch in H0 herzustellen, mit entsprechenden Achsen, die sich drehen und verschieben können und so.
Aber es ist ein Retro-Modell. Warum hat man das damals so gemacht? Ein relativ einfacher Grund. Und zwar ist das Modell relativ lang hier in H0. Das war auch im Original relativ lang. Und man würde sonst gar nicht durch die Radien kommen. Also ich glaube, wenn man hier jetzt vorne und hinten nur eine Achse hätte, wäre jetzt durch den Kurvenradius, der dann hier vorgegeben wäre, noch nicht mal im R5 wahrscheinlich eine ordentliche Kurvenfahrt möglich und sichergestellt. Und da kann man sagen, na gut, Radius ist das eine, das andere ist die Weichen. Ihr würdet auch gar nicht über die Weichen so richtig rüberkommen. Ja, also insofern, ich teile den Kritikpunkt nicht. Wir wollen das Ganze ja auf einer Anlage fahren lassen. Und insofern brauchen wir dann halt auch 2 Drehgestelle, damit das überhaupt fahrfähig ist. Das Problem bestand übrigens beim Original auch. Wir haben ja eben über die ganzen Probleme geredet. Ein weiteres Problem war, durch die Länge und die 2 Achsen man gar nicht durch alle Kurven der Reichsbahn auf den Strecken durchfahren konnte. Und deswegen hat man die Achse vorne sogar noch verschiebbar gemacht und steuerbar, sodass man quasi mitfahren konnte, ähnlich wie bei einem Drehgestell. Das Ganze war zwar manuell durch den Fahrer einzustellen, naja, aber auch das Original hatte das Problem, dass es eigentlich viel zu groß konstruiert war. Ihr werdet das auch sehen, wenn wir auf die Anlage gehen. Das Ding ist ein Riesentrumm dafür, dass es so klein ist, beziehungsweise also so leicht ist mit 20 Tonnen im Original und so wenig Passagiere mit nur 40 transportieren konnte. Ihr seht auf der Anlage dann, wenn wir da sind, gleich mal den Vergleich auch zu so einer typischen Schnellzug-Dampflokomotive aus der Zeit und werdet feststellen, dass das Ding echt ein Riesentrumm ist. Ja. An sich ist das ganz gut getroffen, wenn ihr euch jetzt hier auch das anguckt vom Gesamthabitus her. Das Z-Modell hier hat, glaube ich, aus meiner Sicht die akkurateste Repräsentation der Gesamtform des Modells, beziehungsweise des Originals, also sehr lang, sehr dünn mit diesen beiden Achsen hier mit extrem langen Überhängen, vorne und hinten extrem lange Überhänge, seht ihr das hier? Wie viel von dem Fahrzeug da überhängt. Das war beim Original auch so. War ein mega Problem für die Reichsbahn. Man hätte Strecken umbauen müssen. Und das musste man hier natürlich auch anders machen, sodass die Überhänge hier deutlich kürzer sind. Also die Einzelachsen würden hier und hier sitzen und die Drehgestelle gehen eben noch ein Stück weiter. Ansonsten vom ersten Eindruck her, es gibt nicht viele Details an dem Modell, das seht ihr selber. Und insofern ist der erste Eindruck schon ganz gut. Aber für die wirklichen Details schauen wir uns das jetzt noch mal ein bisschen genauer an. Dann betrachten wir doch einmal gemeinsam die Details von diesem Retro-Modell. Wie viel Retro steckt da drin? Aber wie ist auch die vorbildgerechte Darstellung? Also wie nah sind wir denn hier an dem Original dran? Auch das versuche ich jetzt mit euch hier mal so ein bisschen zu erfassen. Grundsätzlich muss man sagen, der Gesamteindruck ist schon sehr stimmig, auch wenn es eben ein älteres Retro-Modell ist, wenn man sich das jetzt so im Vergleich zu den Fotos anguckt von dem Originalschienen-Zeppelin, dann hat man hier schon so einen ähnlichen Eindruck. Es gibt allerdings so ein paar eklatante Unterschiede gegenüber der Version mit Propellerantrieb. Als erstes sei hier natürlich zu nennen das Thema Drehgestelle, klar. Aber wir bleiben jetzt mal bei den Modelldetails hier. Und da fangen wir mal an. Und zwar haben wir hier eigentlich sehr schick und ich glaube auch besser als in der alten Version. Wir haben hier einen kleinen Fahrer im Führerstand, mittig sitzend. Allerdings haben wir ansonsten, so wie es aussieht, nicht wirklich einen Fahrstand hier, sondern einfach nur so einen Bereich, wo er sitzt. Und die Scheibe ist relativ dick. Ich denke, das könnt ihr hier auch sehen, gerade an dem Bereich hier unten. Da kann man das ja immer erkennen, dass diese Scheibe relativ dick ist, dieses Plastikstück. Im Original war das ja jetzt auch keine runde Scheibe, sondern ihr seht, das sind hier so einzelne Scheibenelemente. Und ich glaube, jetzt bei einem neuen Modell, bei einer Neuauflage des Modells, könnte man das hier eben auch deutlich schöner nochmal gestalten. Hier ist das jetzt, denke ich, einfach das Retro-Teil, was hier verwendet wurde. Dann haben wir hier retroseitig den Blick durch das Modell und auf den Motor, der hier frei liegt. Dann haben wir hier einen Bereich, wo ein paar Fahrgäste drin sitzen. Das werden wir, wenn wir das Modell aufschrauben, natürlich auch noch mal ein bisschen detaillierter sehen. Das sieht aber eigentlich gut aus. Auch diese kleinen Streben, die man hier jetzt hinter den Scheiben sieht. Diese schwarzen Verstrebungen, die hier gemalt sind. Das sieht schon ordentlich und schick aus.
Dann haben wir hier im Endeffekt den Eingangsbereich in der Mitte. Also wir haben ja vorne quasi eine angedeutete Tür. Dann haben wir hier in der Mitte das Ganze und hier hinten nochmal. Ja, und hier, ich glaube, das ist auch der Retro-Version geschuldet, ist dieser Bereich einfach komplett mit einer Art Folie oder ähnlichem abgeklebt, so wirkt es zumindest. Wenn ich die Bilder des Originals betrachte, habe ich da immer eine durchgehende Fensterfront gesehen. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass hier am Ende irgendwo dann tatsächlich ein Bereich gesperrt war, sondern der Bereich für die Passagiere beginnt bei der vorderen Tür, geht hier durch im Endeffekt über 2 Großraumabteile bis hier hinten durch zu der hinteren Tür. Apropos Tür, die Detaillierung seht ihr hier auch von dem ganzen Modell ist natürlich auf 70er Jahre Standard. Ich glaube, es ist auch exakt die Form, das kann man an so ein paar Sachen erkennen, die man bei einer neuen Form, glaube ich, nicht mehr so machen würde. Ich versuche das euch im Licht mal so zu zeigen. Das eine sind hier diese doch sichtbaren Angusspunkte. Da haben wir hier einen und wir haben hier hinten noch einen. Und dann seht ihr hier, was immer so wirkt wie so ein bisschen Lichtreflexe. Das sind eigentlich minimale Dellen. Auch wenn ich hier so rüber fasse, fühlt man die so ein bisschen. Und da werden wir auch, wenn wir unten drunter reinschauen in das Modell, sehen, dass es hier quasi so V-förmige Gussäste gibt in diesem ganzen Teil. Hier seht ihr das auch wieder, da so eine leichte Veränderung. Das ist kein Schatten, sondern hier ist tatsächlich eine ganz, ganz leichte Veränderung auch in der Oberfläche drin, die wiederum hier so ein, so ein kleines Dreieck eigentlich bildet. Hier genauso schräg geht es weiter. Das heißt also, de facto ist eigentlich die Struktur, die hier in dem Modell zu sehen ist, gefühlt so ein bisschen als Plastikast nachgebildet, allerdings natürlich viel zu fett. Das sieht man auch hier hinten an dem Propeller. Also das würdet ihr heute bei einem neu entwickelten Modell nicht mehr bekommen, mit solchen Angusspunkten, wo dann hier noch so die Plastiknasen da so hängen. Ja, seht ihr das da? Wo ich so hängen bleibe hier, das ist 70er Jahre Retro. Also da muss ich ganz klar sagen, also dass das hier auch so schlecht ist, dieser Angusspunkt, das muss schon Absicht sein. Aber wenn das jetzt keine Absicht wäre, würde ich das für einen Preis von 300 € echt nicht mehr akzeptieren. Ja, in Summe ist das aber wirklich der Retro-Propeller von damals. So sieht er aus. Wenn ihr einen Schienenzeppelin mit einem deutlich schöneren Propeller sucht, dann ist vielleicht die 37777 was für euch, also der direkte Vorgänger. Der ist von 2010. Der hatte eben einen Holzpropeller mit Metallkonus hier in der Mitte. Ja. Hätte ich jetzt auch sehr schön gefunden, wenn Märklin das hier beides beigelegt hätte als Alternative, dass man entweder hier diese Retro-Variante nimmt oder die andere. Ja. Darunter geht es eigentlich so ähnlich wenig detailreich weiter. Das heißt, dieses Gitter ist eigentlich ganz schick nachgebildet. Aber dann seht ihr hier die Hecklampe, auch mit dieser Sicke hier. Ja, auch hier so, das kommt nicht von mir, das kommt einfach von dem Modell. Die Form ist hier einfach ungenau. Und das gibt es an so ein paar Ecken. Also jetzt bin ich zu nah an euch drin für die Makrosicht, aber ihr seht das hier, ne? Also das wäre bei einem neuen Modell, was Märklin neu auf den Markt bringt, wäre das nicht akzeptabel. Hier in dem Retro-Modell, dadurch, dass das, glaube ich, auch die Gussform ist von damals, werden wir damit leben. Genauso auch hier vorne, wenn man sich das anguckt. Also das ist ja einfach nur so ein leerer Lichtleiter hier aus Plastik. Da würde man bei einem neuen Modell erwarten, dass hier die LEDs schön dahinter sitzen direkt und nicht einfach nur so ein Plastikstück. Seht ihr jetzt hier nochmal besser, ne? Also das ist schon alles retromäßig gemacht. Passend dazu hier auch das angetriebene Drehgestell, kleine Metallzahnräder, aufschraubbar für die Wartung. Eine Schraube, noch eine Schraube, alles aus Metall, auch hier unten. Noch ein Drehgestell. Und da seht ihr es schon. Schaut euch mal an, was für ein Spiel dieses Drehgestell hier hat. Also welche Winkel ich damit befahren kann. Das sind doch bestimmt 10 Grad. Mehr als 10 Grad, die ich hier als Winkel befahren kann, von der Rampenfähigkeit her. Also da habe ich eher ein Problem mit dem Überhang hier hinten, als dass ich ein Problem habe mit der Flexibilität des Drehgestells.
Das Drehgestell mit dem Motor, da ist das nicht ganz so extrem, da ist es ein ganz bisschen weniger, die Flexibilität. Allerdings auch noch mehr, als ihr bei jedem heutigen Modell, glaube ich, irgendwo finden werdet. Gerade, also guckt euch das mal hier an. Ich glaube, mit diesem Modell hier werdet ihr keine Probleme haben, auf irgendeinem uralten, noch Fertiggelände oder so, egal wie klein das ist, guckt euch diese Winkel an. Ja, damit könnt ihr eine Garagenauffahrt rein und rausfahren. Das ist schon echt hervorragend. Ja. Also aus Sicht ist es ein cooles Modell. Wenn man natürlich jetzt Schienen-Zeppelin mag an sich von der Form her und als Modell definitiv, ist es ein hochwertiges, modernes Modell von der Außenhaut her. Nein, es ist definitiv die Retro-Variante und als die wird es ja auch verkauft. Also es soll die Symbiose sein. Moderne Technik soll drinstecken. Das Außenkleid soll eben im Großteil hier Retro sein. Oder sagen wir mal die Symbiose aus der modernen Technik und eben hier der alten Technik. Denn wenn wir uns den Motor hier angucken, da brauchen wir ja noch nicht mal aufschrauben. Da sehen wir ja so schon, dass das hier nicht die letzte Hightech-Variante ist. Wie vorbildgerecht war man denn in den 70ern? In Summe gesprochen ist dieses Modell natürlich sehr dankbar für jeden Entwickler im Modellbahnbereich, denn man kann jetzt fast nichts an Details vergessen. Man hat natürlich in den 70ern, wo das Modell hier entwickelt wurde, im Bereich der Türen noch nicht den Detailgrad erreicht, den man heute zum Beispiel hat. Und das Gleiche sieht man eben auch hier vorne in dem Bereich überall. Also da würde man heute das Ganze wahrscheinlich einfach noch etwas feiner gestalten. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, was wirklich fehlt, es gibt Bilder von dem Schienen-Zeppelin, da hat man hier hinten einen Auspuff oben drauf, einen kleinen. Ja, und der ist hier gar nicht da, noch nicht mal angedeutet. Und ich habe den Eindruck, dass die Nase hier nicht bullig genug ist. Warum sage ich das? Es ist einfach nur ein Eindruck. Es ist schwierig nachzumessen, aber ich habe mir jetzt hier die Variante in Z quasi, also in 1:220. Und da habe ich den Eindruck, dass die Nase ein ganz bisschen weiter nach vorne geht. Und das kommt meines Erachtens nach den Fotos noch mal ein bisschen näher, aber das ist jetzt nur ein gefühlsmäßiger Eindruck. Ansonsten ist das hier jetzt tatsächlich aus den 70ern. Also das Modell ist, wobei, nee, aus den 80ern. Das ist von, ich habe mir hier den Karton, von 1982er. Ist aber die gleiche Form. Und wenn ihr euch den Detaillierungsgrad anguckt in 1:220 und in 1:87, sehe ich da ganz offen gesprochen keinen Unterschied. Also ich glaube, das ist einfach nur das gleiche Modell in verkleinert bzw. vergrößert. Auch der Detailgrad der Türen zum Beispiel und so, das ist alles exakt dasselbe. Was jetzt hier ein bisschen schöner ist, tatsächlich in dem Z-Modell konnte man eben über die gesamte Länge quasi durchschauen, was man hier in dem H0-Modell damals eben nicht konnte. Ja, abgesehen davon, wenn man es mag, ist es ein cooles Teil. Ja, muss man ganz klar sagen. Und ich finde, hier hat Märklin auch mit diesem Retro-Anspruch schon eine ganz coole Idee. Ja, die Frage ist dann, zu welchem Preis bringe ich das auf den Markt? Sind eben 309 € dann angemessen oder sollte es vielleicht weniger sein? Aber so eine Retro-Serie könnte ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen. Wirklich die Klassiker, wie damals auch die BR24 zum Beispiel, die ja so ein Klassiker ist mit den wirklich groben Fahrgestellen. Auch die P8 bzw. Baureihe 38 könnte ich mir so als Klassiker vorstellen. Das würde richtig cool aussehen. Ja. Aber von der Form her nehmen die sich im Detailgrad hier fast gar nichts. Zumindest von der Außenhaut her. Ob das innen drin auch so ist, das werden wir gleich feststellen. Zumindest schauen wir mal hier rein. Hier gibt es eigentlich nicht viel zu sehen, außer einem Motor und einem netten Gestänge. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir schauen jetzt einfach gleich mal rein, was denn hier so Schönes drin steckt. Dafür müssen wir das Modell erstmal öffnen. Das soll relativ einfach gehen, und zwar eigentlich in 2 Schritten. Und zwar soll man hinten den
Propeller bzw. die Luftschraube nach hinten abziehen und dann sind auf der Unterseite 2 Schrauben jeweils vor den Drehgestellen und wenn man die geöffnet hat, dann soll es aufgehen. Fangen wir mal mit dem Propeller hier an. Ja, und da habe ich schon so das erste Thema. Da braucht man ein bisschen Kraft für. Ja. Interessantes Detail dabei. Die Luftschraube ist als Ersatzteil beim Märklin nicht mehr verfügbar. Habe ich online geschaut. Die ist alleine bzw. überhaupt nicht bestellbar. Insofern müsst ihr ein bisschen aufpassen beim Abziehen, dass ihr die eben nicht abbrecht. So, und dann legen wir mal los hier mit unseren kleinen Schräubchen. Also vom Feeling her kann man ganz klar sagen, ist es schon Retro vom Öffnen her. Ja, und wie man dann das Ganze öffnet, genauso nach hinten ziehen und dann habt ihr es auf. Und bevor wir reinschauen, gucken wir erstmal das Gehäuse an. Da seht ihr hier oben im Endeffekt die Gießstruktur tatsächlich. Wie das Ganze gegossen wurde. Und ich möchte hier an einer Stelle nochmal auf etwas hinweisen, und zwar diese kleinen Gewinde für die Schrauben, die ihr vorne und hinten habt. Das finde ich ein super attraktives Detail, denn ihr schraubt damit wo rein? Genau, in Metall und nicht in Plastik. Ansonsten ist es ein Plastikgehäuse hier. Kann man nicht viel zu sagen, es ist super leicht und ja, warum auch immer hier hinten die gefärbt sind. Ich glaube, das ist einfach dieser Retro Edition geschuldet ein bisschen. Theoretisch wären da ja noch ein paar Sitzplätze. Legen wir das mal zur Seite und schauen uns mal an, was in unserem Retro Zeppelin denn so drin steckt. Und da haben wir erstmal hier die kleinen Preiserlein. Sie sind zumindest epochengerecht. Das finde ich schon mal gut. Das heißt also, sie tragen Hut. Von der Detaillierung her, glaube ich, sind das die billigen Preiserfiguren. Also das sind definitiv nicht die hochwertigen, wirklich detaillierten, sondern das ist so ein bisschen, ja, die günstige Variante. Für den Preis ein bisschen schade, vor allen Dingen, weil wir hier von 8 Leuten sprechen. Also das ist ja jetzt auch nicht die Ausgabe dann, ne? Dann haben wir hier in der Mitte die Platine, die auch gleichzeitig die Beleuchtung macht. Also da seht ihr unten diese kleinen Punkte hier. Dort und dort. Das sind, und die dritte vorne, das sind unsere LEDs für die Innenbeleuchtung. Und dann haben wir hier hinten in dem theoretischen zweiten Fahrgastbereich den Lautsprecher. Und der ist ziemlich groß. Also ich glaube, dass der schon ganz ordentlichen Sound liefert. Und dann haben wir hier von unten drauf gesteckt den Decoder. Das ist mal interessant. Das heißt, also, wenn wir den Decoder wechseln wollen, müssen wir hier diese kleinen Schrauben lösen, die interessanterweise hier mit einem Mini-Sternschraubenzieher ausgeführt sind. Also ob das jetzt so richtig anwenderfreundlich ist, die meisten von uns haben ja Kreuzschlitz und sowas. Mal schauen wir mal. Dann haben wir hier hinten etwas freifliegend nochmal LED-Beleuchtung. Hier hinten ist dann der Motor. Das scheint so ein ganz normaler, mini kleiner 6-Volt-Motor zu sein. Da haben wir hier oben einmal den Ausgang zur Luftschraube mit einem Zahnrad. Hier ein Zahnrad, den Motor mit Schwungmasse. Die Motorsteuerung dann hier nochmal. Beziehungsweise, was heißt Steuerung? Also die Platine, wo die Kabel angelötet sind, die steuert ja nicht wirklich was. Und dann hier hinten eben die kleine LED-Platine mit der Rückleuchte. Ja, die Kabel sind sauber verlegt. Die Verarbeitung in Summe finde ich jetzt auch okay. Man muss tatsächlich sagen, wenn man das jetzt von der Hochwertigkeit her betrachtet, im Vergleich zu anderen Herstellern, ist es jetzt nicht überragend. Ja, wir haben dann hier vorne wieder die LEDs, das ist hier unten die kleinen LEDs, wo die, ja, dieser lichte Leiter rangesetzt wird hier von vorne, der geht hier von vorne ran. Und dann haben wir hier nochmal eine kleine Platine, wo die Kabel wieder rangehen.
Und dann haben wir hier, und das ist jetzt tatsächlich Retro von der Art her zumindest, vom Stil her, den Motor im Drehgestell. Ich glaube, das wird heute von Märklin auch nicht mehr so angeboten. Motor im Drehgestell. Ich glaube, das ist inzwischen bei allen Modellen raus. Wenn ihr es besser wisst und sagt, nee, das ist tatsächlich noch in diesem oder jenem Modell drin, dann ja, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Ich bin der Meinung, dass sie es inzwischen jetzt wirklich 2021 aus allen Modellen raus haben. Interessant ist hier, wir können die Kohlen austauschen. Wir haben die Möglichkeit auch, ja, hier sind auch die Schrauben noch da und da quasi, mit denen wir das Motorschild hier abnehmen können. Das ist also hier die letzte, modernste Version von diesem Drehgestellantrieb. Ich glaube, Hochleistungsantrieb war die Bezeichnung, die Märklin da gewählt hat. Ja. Genau, also das steckt hier im Endeffekt drin. Das zweite Drehgestell, wissen wir ja, das ist nicht angetrieben. Wie viel Retro steckt da jetzt drin? Also ich denke, dass die Grundkonstruktion des ganzen Modells, wenn man sich die hier so anschaut, durchaus als Retro durchgehen kann und dass die Symbiose hier, finde ich, im Innenraum gut gelungen ist. Aus der modernen Technik und der Retro-Variante vom Motor her. Ich finde das mit dem Motor hier tatsächlich gut. Der war jetzt aus meiner Sicht kein schlechter Motor bei den Loks, wo ich ihn hier mal kennengelernt habe. Die neuen sind natürlich irgendwie ein bisschen laufruhiger und sowas, ja. Aber der Vorteil ist hier natürlich, dass ich wirklich noch einen Service durchführen kann, was ich bei den neuen Motoren eben gar nicht mehr kann. Insofern finde ich das als Retro-Modell okay. Was ist jetzt ein bisschen schade vom Innenraum her, muss man tatsächlich sagen. Also wenn man jetzt sagt, okay, hier vorne das mit dem Motor, das ist als Retro gesetzt, glaube ich, dass Märklin hier diesen Bereich noch hätte besser nutzen können. Auch wenn wir jetzt von einem Retro-Modell sprechen. Und zwar glaube ich schon, dass es okay gewesen wäre, wenn man quasi den Bereich hier links nochmal kopiert hätte, hier hingesetzt hätte. Und genug Platz für den Lautsprecher, selbst in der Größe, sehe ich zum Beispiel hier. Also hier dieser Luftraum. Da ist nichts, da ist auch im Modell nichts. Da hätte wunderbar der Lautsprecher hingekonnt, auch wenn ihr von oben reinguckt. Also hier das Drehgestell bewegt sich, der Motor bewegt sich nicht. Hier ist die Schraube, also hier in diesem Bereich wäre definitiv genug Platz für den Lautsprecher gewesen. Und dann hätte man hier im Endeffekt den Decoder auf die Oberseite der Platine verlegt und hätte dann nochmal den gleichen Fahrgastbereich hier nachbilden können. Wäre für mich jetzt auch in einem Retro-Modell okay gewesen, hätte nochmal ein bisschen schöner gemacht das Ganze. Ansonsten unten die Platte hier, nenne ich sie mal, also die quasi durch das ganze Chassis durchgeht aus Metall, ist absolut okay. Und hier auch die Metallzahnräder mit einem öffnbaren Drehgestell. Also ich glaube, da qualitativ bekommt man hier so das Beste aus beiden Welten, habe ich das Gefühl. Die moderne digitale Märklin-Technik kombiniert eben mit dem wirklich hervorragenden älteren Motor. Also das hat für mich dann schon Hand und Fuß. Es ist aber auch, glaube ich, nicht ideal gelöst, muss man auch ganz klar sagen. Ja, also das mit den rumfliegenden Kabeln hier, die hier irgendwie so hingeknickt sind und so. Oder auch hier so ein bisschen unsaubere Lötfahnen. Also dann seht ihr das? Die weißen hier. Schaut euch mal die Lötfahnen an von diesen weißen Kabeln. Seht ihr, wie nah die beieinander sind da? Wie wenig Abstand da ist, weil der so ein bisschen unsauber gearbeitet wurde? Ist das vielleicht eine Schwachstelle? Ja. Also ich glaube, da könnte Märklin noch ein ganz bisschen wieder drauflegen. Da haben wir zum Beispiel von MCK die Platinen, die ich euch ja in den anderen Videos gezeigt hatte, zuletzt bei dem MR. Die sind einfach noch eine Nummer besser. Muss man einfach leider so festhalten. Qualitativ ist das hier nicht absolut over the top, was die Platine angeht. Aber es ist okay, es ist guter Standard. Ja. Also, ich schraube es mal wieder zusammen und dann gehen jetzt einfach mal auf die Anlage und gucken mal, was das Schienen-Zeppelin denn so auf die Schiene bringt. Legen wir los auf der Anlage. Da steht unser Schienen-Zeppelin. Wie immer geht es jetzt darum,
einmal hier die Runde zu fahren mit Vollgas und zu schauen, wie verhält sich jetzt hier der Schienenzeppelin. Und für alle, die neu dabei sind, die das vielleicht gar nicht so wissen, warum fahre ich immer diese Runde hier? Da gibt es verschiedene Gründe. Das eine ist, dass wir hier eine R1-Kurve haben. Also hier vorne ist R2, aber da hinten ist R1. Wir haben hier eine Bogenweiche in die eine Richtung. Wir haben hier 2 Bogenweichen hintereinander. Da eine 3-Wegeweiche. Das heißt, wir haben hier eine durchaus bis auf Steigung oder sowas relativ anspruchsvolle Strecke, was das Schienennetz angeht. Wir haben hier hinten einen NEM-konformen kleinen Bahnsteig, der direkt hier an der Kurve endet. Das heißt, wenn der Überhang zu groß ist bei der Lok, dann funktioniert das auch nicht. Ja, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir hier immer diesen Kreis fahren. Also legen wir das Ganze mal los. Es gibt jetzt einen kleinen Unterschied, und zwar haben wir ja bisher immer die Mobile Station genutzt. Davon bin ich jetzt weg, und zwar haben wir jetzt hier Central Station, und zwar mit App auf meinem iPad. Das heißt, ich ziehe jetzt hier gleich einmal hoch auf die 230 und dann seht ihr, was hier passiert, wie sich unser Schienenzeppelin hier eben verhält. Und damit wieder runter. Ja, also erster Eindruck ist tatsächlich nicht so schnell, wie man es jetzt erwarten würde. Wir fahren mal wieder hier zurück zu uns. Wir haben hier einen Lichtwechsel, wie ihr seht, aber da gucken wir uns ja gleich noch die Funktionen an. Ich hätte es jetzt tatsächlich ein bisschen schneller erwartet. Was jetzt hier fehlte, das Geräusch war ja okay, entsprach so dem, was wir erwartet haben jetzt bei dem Märklin-Motor. Wir machen uns jetzt nochmal den Propeller dazu an. Ja, und das Ganze nochmal mit Betriebsgeräuschen. Ihr merkt schon, es wird ein bisschen lauter. Kommen wir einmal zum Thema Funktionen vom Schienenzeppelin. In Summe haben wir hier von F0 bis F12 eine Belegung. Wir schalten die einfach mal von Anfang bis Ende durch und wie man es erwartet, auch eben normkonform auf der F0 haben wir das Spitzensignal vorne und hinten. Vorne sind das 2 Lichter, und zwar links und rechts jeweils. Seht ihr jetzt das eine, so sieht das aus. Und hinten gibt es eine rote LED, die befindet sich unterhalb des Propellers bzw. der Luftschraube. Wir haben dann auf der F1 die sogenannte Innenbeleuchtung. Und da seht ihr, geht das Licht hier an in dem Bereich, wo eben die Passagiere sitzen. Der Motor wird auch tatsächlich so ein bisschen mit angeleuchtet. Das war also die F1, die Innenbeleuchtung. Dann gibt es das Betriebsgeräusch. Das ist richtig spannend. Das braucht einen Moment und deswegen machen wir das jetzt einmal.
So, jetzt, das war aber ganz schön laut. Also, was man hier natürlich sehr, sehr cool jetzt mitbekommen hat, wir haben den Flugzeugmotor, der gestartet wird. Passend dazu wird der Propeller hinten eben auch gestartet. Der ist dann auch drehzahlabhängig, das heißt, je schneller ich fahre, desto schneller dreht dieser kleine Motor auch den Propeller hinten. Und ihr habt es gehört, zur Rückwärtsfahrt, das hat ja nicht funktioniert mit dem Propeller, wurde dieser E-Motor eingesetzt. Das heißt, dafür wurde der Flugmotor gestoppt und dieses Pfeifen, das war der E-Motor für die Rückwärtsfahrt. Also finde ich schon cool umgesetzt. Das war das Betriebsgeräusch, das macht eine ganze Menge. Dann haben wir als nächstes das Signalhorn, hat man fast erwartet. Dann haben wir unter der F4 die Bremsverzögerung an und aus. Das heißt, die kann man da an- und ausschalten, beziehungsweise auch die Beschleunigungsverzögerung natürlich. Auf der F5 kann ich das Bremsenquietschen ausschalten. Auf der F6, das wird jetzt wiederum für uns wieder spannend, habe ich die Führerstandsbeleuchtung. Da habt ihr sie. Da wird also hier der Führerstand beleuchtet. Da habe ich einen kleinen Kritikpunkt. Ich kann mir genauso wie bei der Frontbeleuchtung vorne einfach beim besten Willen nicht vorstellen, dass 1930 ein kalt-weißes LED-Licht im Führerstand dort leuchtete. Also wenn ich so die Bilder sehe von früher aus den Cockpits mit dieser gelben Beleuchtung und wir sprechen von einem Flugbahnwagen, garantiert war die Beleuchtung dort im Cockpit gelb oder vielleicht sogar rot. Und genauso die Frontbeleuchtung vorne ist auch so eine kaltweiße LED. Das gab es damals noch gar nicht in der Form, in der Farbe. Ja, also finde ich ein bisschen schade, da hätte Märklin sich aus meiner Sicht noch ein bisschen mehr Mühe geben können und einfach mal eine ordentliche Farbe verwenden. Ja, also ich meine, das fällt mir auf und ich mache das hobbymäßig und irgendjemand bei Märklin macht das beruflich und der hat das da verbaut. Naja, gut. Aber es gibt eine Führerstandsbeleuchtung, ist auch eine coole Sache. Gab es, glaube ich, noch nicht bei den vorhergehenden Modellen. Wer es weiß, 37777 von 2010 gab es ja schon mal ein Sondermodell. Wer das hat, kann es ja mal reinschreiben, ob man da auch schon diese Führerstandsbeleuchtung hat. So, dann haben wir als nächstes die F7, die sogenannte Sirene. Klingt so ein bisschen wie so ein Blauwal oder Pottwal. Finde ich interessant. Dann haben wir unter der F8 den Rangiergang. Und das ist cool, weil da habe ich nämlich gleich wieder ein Geräusch mit dabei. In diesem Fall dann unseren E-Motor. Und ihr seht hier hinten, die LED ist auch weiß, nicht mehr rot, beidseitig. Und jetzt kann ich mit dem E-Motor eben entsprechend hier fahren. Machen wir mal wieder aus. Schon eine ziemlich coole Geschichte, finde ich. Und macht auch Spaß, gerade in Kombination mit dem Betriebsgeräusch. Dann haben wir die F9, das ist der Propeller. Den macht man an nur für die Vorwärtsfahrt. Das heißt, wenn ich rückwärts fahre, geht er aus, aber wir machen es mal. So ist er im Leerlauf, da ist er ja noch angenehm leise. Wenn ich ihn jetzt lauter machen will, muss ich ein bisschen Gas geben. Und wenn ich auf rückwärts schalte, seht ihr, geht er sofort aus. Also alles das, was wir mit den Geräuschen eben hatten, geht eben auch ohne Geräusche hier zu schalten. Trotzdem hat der Propeller aufgrund quasi der Retro-Konstruktion schon ein bisschen nerviges Geräusch. Dann können wir bei der F10 vorne zweimal weiß, hinten rot schalten. Das heißt also, damit kann ich quasi hier das Licht an- und ausschalten. Beziehungsweise kann eben konkret dieses Licht dann hier anwählen, dass ich das haben will. Und ich kann über die F11 das Schlusslicht ausschalten. Das seht ihr jetzt da hinten eben nicht, weil die rote Lampe ist hier weg. Ich mache es mal wieder an. Da ist die rote Lampe wieder da. Ja, seht ihr? So. Das gilt übrigens auch in die andere Richtung, wenn man die Fahrtrichtung ändert. Dann kann man das hier natürlich genauso ausschalten.
Jetzt habt ihr es mal auf der anderen Seite gesehen. Genau, und dann haben wir noch als letzte Funktion Schienenstöße. So, und dieses Schienenstöße-Geräusch funktioniert natürlich auch nur während der Fahrt, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Ja, von den Funktionen her, man hätte jetzt noch ein ganz bisschen mehr machen können, glaube ich, sind wir einig. Eine schöne Bahnhofsansage, solche Sachen, das hätte jetzt hier dem Schienenzeppelin, glaube ich, auch nicht schlecht zu Gesicht gestanden. Die Funktionen, die da sind, funktionieren, die sind okay. Und gerade diese Kombination aus E-Motor und Flugmotor, das hat schon was, das macht schon Spaß. So, da sind wir wieder zurück. Also, ihr habt es gesehen, schon ein cooles, spaßiges Modell, lustige Funktionen dabei. Es hat irgendwie so den Retro-Charme. Ich finde die Lautstärke des Propellers ohne Fahrgeräusch, das ist wirklich Retro. Das ist unglaublich. Das kann man sich gar nicht anhören. Also wenn ihr quasi ohne Geräusch fahrt, ohne Fahrgeräusch, ohne Sound, wie man jetzt ja so schön immer sagt, dann würde ich auch den Propeller abschalten, weil sonst habt ihr quasi ungewollt schon Sound die ganze Zeit. Es gibt so ein paar Sachen, die hätte ich mir jetzt anders gewünscht. Oder ich würde mal sagen, ich sage mal andersrum, ich hätte mir jetzt vielleicht einen Schienenzeppelin eher gewünscht, ich persönlich, als Neukonstruktion mit dem Motor vielleicht hier in der Nase irgendwo versteckt, mit vielleicht auch nur einem oder gar keinem Drehgestell. Also wirklich nur mit 2 Achsen. Ich glaube schon, dass Märklin das hinbekommen würde jetzt, dass die entsprechend steuern oder drehbar sind als Einzelachsen. Mit komplett Innenraum und nicht nur hier vorne so ein bisschen. Das hätte ich persönlich mir gewünscht. Dass man einfach das ganze Modell nimmt und sagt, wir machen da jetzt ein hammermäßiges Neues nochmal draus. Aber so als Retro finde ich es auch ziemlich cool. Also es macht irgendwie Spaß, es hat was. Ich finde die ganze Story hinter dem Modell schon mal super cool, einfach weil sie zeigt, was für krasse Gedanken man hat und auch entwickeln kann. Also ich glaube, damals hat man wirklich schon das Maximum auch immer rausgeholt. So ein Konzept würdet ihr heute gar nicht mehr genehmigt bekommen. Wir haben darüber gesprochen, also versucht es mal beim Eisenbahnbundesamt oder wie die Häuser heißen, Genehmigung zu bekommen für einen Test eines turbinengetriebenen Fahrzeugs irgendwo auf einer Strecke mit 900 km/h Geschwindigkeit. Ich glaube, die lachen euch aus. Damals hat man gesagt, hey, es könnte die Zukunft sein. Ich glaube, dass uns manchmal ein bisschen mehr von diesem Spirit auch wieder gut tun würde, einfach Dinge auszuprobieren. Ähnlich wie das jetzt heute vielleicht eine Firma wie Tesla oder so macht. Ja, dass man einfach mal sagt, okay, lass uns mal verrückt denken, vielleicht kommt was Cooles dabei raus. Und man muss ja nicht alles machen, seht ihr, hier haben sie damals auch nicht. Sonst würden wir ja heute alle Schienenzeppelin fahren, wenn es besser funktioniert hätte. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es ist zeitlich jetzt natürlich schon wieder ultra lang geworden, aber das kennt ihr von mir. Wenn ihr es kennt, dann habe ich natürlich noch mal ein paar andere Videos für euch, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Wenn ihr es noch gar nicht kanntet und trotzdem so lange dabei geblieben seid, herzlichen Dank. Und ich hoffe, euch beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu können. Und bis dahin werden hier der Herr Krukenberg und ich uns noch ein bisschen auf der Anlage vergnügen. Und ihr bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.